wir sind heute hier beim Deutschen Museum beim Festival der Zukunft in München. Hinter mir seht ihr den Stand von ITQ bzw. der Gerda Stetter Stiftung. Dort werden Kinder spielerisch an Technik rangeführt. Die Kinder lernen zum Beispiel einen Motor zu verbinden mit einer Batterie, dass das ein Kreislauf ist und dass der dann am Ende putzt bzw. den Boden sauber macht. Ich habe heute hier vor allen Dingen an der Kalt-Station ein bisschen mit den Kindern zusammen den Kalt programmiert. Wir haben ein bisschen MicroPython ausprobiert und da ein paar Zeilen zusammengeschrieben. Wir arbeiten weiterhin daran an den Future Skills der Zukunft für die jungen Leute, weil das Thema Innovationsfähigkeit in diesem Lande ist nach wie vor eigentlich jeden Tag ein größeres Problem. Und da müssen wir schauen, auf allen Ebenen nachzulegen. Man sieht, dass die Kinder wirklich Spaß daran haben. Es gibt Kinder, die sind ängstlich und zurückhaltend und wenn sie dann aber wirklich auch selber anfassen können, selber erleben können, die richtig aufblühen. Ja, die Resonanz ist wirklich richtig groß und den Kindern macht Spaß und die Eltern finden es auch total cool. Ich glaube, wenn die Kinder schon früh, sag ich mal, mit der Technik oder mit Robotern in Kontakt kommen, dass sich dann schon so eine Beziehung dazu aufbaut und das auf jeden Fall dann die Zukunft einen Einfluss hat. Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder einfach ein bisschen ausprobieren können, wofür sie ihre Leidenschaft entwickeln können, dass sie bereits in ganz jungen Jahren schon verschiedenste Bereiche des Lebens kennenlernen können und so dann für sich ihren Bereich und ihren Platz finden können. Ein großes Highlight heute war, als ein Kind, das gestern schon da war, heute Morgen wieder kam, wieder da stand, wieder weiter programmiert hat. Wir haben viele neue Funktionen zusammen uns überlegt, die wir dem Karl aufspielen können und das war total Feuer und Flamme und ich hoffe, dass das vielen Kindern hier so geht. Und genau das ist das, was wir an der Hochschule in 10 Jahren, vielleicht in 15 Jahren dann als Studierende haben werden. Und letztlich ist es egal, welchen Fachbereich sie letztlich machen. Wichtig ist, dass sie sich für die Technik entscheiden.